Das Wettrüsten ist in die nächste Runde gestartet und JBL schickt hier die nächste Generation seines Extreme auf den Markt. Die dritte Generation. Ein bekanntes Sprichwort sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Und da wollen wir doch mal schauen, was die dritte Generation gegen die ältere Fraktion da hinten auszurichten hat. Also werden wir ihn vergleichen zu dem Teufel Rockstar Cross, der glaube ich der älteste auf dem Markt ist, und zu dem JBL Extreme 2. Da wollen wir noch mal gucken, was hier so verändert worden ist und ob es wirklich große Unterschiede gibt. Bleibt auch einfach dran, dann erfahren wir das zusammen. Viel Spaß dabei. Los geht's. Euer Speaker Shocker. In dem Karton hinein legt JBL Quick Start Guides und Garantiekarten, einen Tragegurt mit Flaschenöffner, ein USB-C Netzteil mit passendem Stecker und dem Extreme 3. Das Positive fängt direkt bei der Verpackung an, denn oftmals ist es ja so, dass bei einem Nachfolger einer gewissen Generation, dass da schon bei der Verpackung gespart wird, weil irgendwo wird ja immer eingespart. Bei JBL ist es nicht so. Der Extreme 3 ist genauso gut verpackt wie der Extreme 2. Hier hat sich nichts verschlechtert. Selbst der Gurt wurde bei der dritten Generation nochmal überarbeitet und fühlt sich jetzt nochmal ein Ticken wertiger an. Natürlich darf an der Stelle auch der Flaschenöffner nicht fehlen. Der Gurt kann in der Länge variiert werden und hat in der Mitte sogar nochmal so Gumminupsis, damit der Lautsprecher sich noch komfortabler tragen lässt. Gut mitgedacht. Der Lautsprecher gibt sich direkt als Extreme 3 zu erkennen. Auf der Front prangt jetzt ein richtig großes Logo, damit auch direkt schon von Weitem jeder erkennt, alles klar, hier haben wir es mit JBL zu tun. Das Logo wurde am Anfang schon mal sehr stark kritisiert oder auch gelobt. Und ich zu meinem Teil muss sagen, als ich das jetzt auf dem Papier oder auf Bildern gesehen habe, fand ich das nicht so der Bringer, nicht so hübsch. Aber hat man denn jetzt mal hier in der Hand oder sowas, dann wirkt das Ganze doch schon recht wertig und sehr edel. Die ganze Verarbeitung ist hier wirklich wieder auf dem JBL hohem Niveau. Der ganze Lautsprecher ist wieder überzogen mit dem typischen JBL Stoff. Was direkt auffällt, der JBL Extreme 3 ist leichter geworden. Knapp 300 Gramm wiegt er weniger als sein Vorgängermodell mit knapp 2 Kilogramm. Dabei hat er eine Breite von 29,9 cm, eine Höhe von 13,6 cm und eine Tiefe von 13,4 cm. Auf der Oberseite fallen einem direkt die JBL-typischen Tasten direkt ins Auge. Die Pairing-Taste darf hier natürlich auch nicht fehlen, um jetzt zum Beispiel weitere JBL Extreme 3 mit ihm zu kombinieren. Ihn jetzt mit dem JBL Extreme 2 zu kombinieren, das geht leider nicht. Auf der Rückseite hinter einer immer noch schwer zu öffnenden Gummilasche verbirgt sich dann ein USB-A-Anschluss, wo wir zum Beispiel unser USB-Device anschließen können, um es aufzuladen. Der USB-C-Anschluss, damit wir den Lautsprecher hier selbst laden können, oder auch hier können wir ein anderes USB-Gerät anschließen, um dieses zu laden. Dann haben wir noch den 3,5 mm Stereo-Klinkenanschluss, falls wir mal auf Bluetooth keinen Bock haben oder es nicht verwenden dürfen. Auf der Unterseite hat er dann noch Gummifüßchen, womit der Lautsprecher aber auch bei hohen Lautstärken stabil steht. Neben dem neuen JBL-Logo haben auch die seitlichen Passivmembranen ein neues Design bekommen. Der eine oder andere mag's, das ist wieder Geschmackssache. Ich finde hier diese Gummibumper, die sehen, mir gefällt das jetzt nicht so, aber wie die Passivmembran hier generell eingelassen worden ist, das finde ich richtig hübsch. Verbaut sind in dem Lautsprecher genauso wie bei dem Extreme 2 auch zwei Woofer mit 7 cm Durchmesser und zwei Hochtöner mit 2 cm Durchmesser. Eine Verstärkerleistung wird hier angegeben von 2x25 Watt für die Tieftöner und 2x25 Watt für die Hochtöner mit dem angeschlossenen mitgelieferten Netzteil. Das Netzteil liefert 60 Watt. Unterwegs sorgt der 36,3 Wattstunden große Akku für bis zu 15 Stunden Musikgenuss. Bei mir war es ja 3/4 der Lautstärke, da bin ich auf 13,5 Stunden gekommen. Und knappe 3 Stunden, dann ist der Lautsprecher auch schon wieder voll aufgeladen mit dem Netzteil. Aber apropos, wir haben ja USB-C-Anschluss,
Rein theoretisch könnte man den Lautsprecher auch mit einer Powerbank wieder aufladen. Bluetooth haben wir hier 5.1 an Bord und ein Frequenzgang wird hier von 53,5 Hertz bis 20.000 Hertz angegeben. Wenn wir uns jetzt den Frequenzgang im Nahfeld mal ganz kurz ansehen, dann sehen wir, ja, das passt ganz gut hin. Wir haben einen guten Bass und hinten raus wird es dann ein bisschen tendenziell leiser und bei 10 Kilohertz kommt noch mal ein bisschen was für eine Quäntchen Spritzigkeit. Nehmen wir jetzt den Frequenzgang von den JBL Extreme 2 hinzu, dann sehen wir, der Unterschied ist gar nicht mal ganz so groß. Der JBL Extreme 3 spielt ein bisschen tiefer den Bass runter, aber ansonsten sind die klanglich gesehen doch sehr nah beieinander. Noch näher beieinander ist das Ganze, wenn wir die beiden Lautsprecher mal im Low Frequency Mode oder ich sage einfach mal, ich glaube man schaltet dadurch den DSP aus bei den Lautsprechern und wenn wir uns da mal die Messungen ansehen, dann sehen wir doch den Unterschied, der ist ja noch geringer. Und das finde ich irgendwo ganz interessant. Da denke ich mir ja dann, dass wir dieselbe Verstärkerplatine haben oder zumindest denselben Verstärkerchip und dass wir auch vielleicht dieselben Chassis noch verbaut haben. Interessante Sache. Technische Specs hören sich ja schon mal interessant an. Die Verarbeitung ist gut, leichter ist er geworden. Wasserdicht ist er immer noch mit IPX67, also mal untertauchen für einen Meter oder so, gar kein Problem. Klanglich, da werden wir ihn jetzt mal vergleichen mit dem JBL Extreme 2 und dem Teufel Rockstar Cross. Und das einmal bei 50% der Lautstärke und einmal bei 100% der Lautstärke. Denn wir wissen ja, bei dem JBL Extreme 2 war das ja schon so, ab einer gewissen Lautstärke wurde der Bass eher reduziert. Bei dem JBL Extreme 3 ist es ein bisschen anders. Da wird ab einem gewissen Pegel der Bass gar nicht mehr angehoben und eher die Höhen nochmal richtig schön gepusht. Und da bin ich mal gespannt, ob er da jetzt mit dem Teufel gleichziehen kann, besonders was auch die maximale Lautstärke angeht. Fun Fact, der JBL Extreme 3 geht richtig laut. Perfect. Hollywood perfect. That's how it goes. Hollywood perfect. Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get back on. I miss you. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better
Okay, bei der maximalen Lautstärke, da hat dann bei dem Teufel und bei dem JBL Extreme 3 das Mikrofon einfach versagt. Da konnte ich jetzt leider aber nichts mehr ändern. Tut mir leid. Aber ein Unterschied ist mir zum JBL Extreme 2 und zum JBL Extreme 3 besonders im Bass aufgefallen. Der JBL Extreme 3 kommt da ein bisschen tiefer mit runter und er spielt den Bass sauberer und trockener wieder, als es der JBL Extreme 2 macht. Der JBL Extreme 2, der klingt dagegen so ein bisschen wummeriger. Das kriegt der JBL Extreme 3 auf jeden Fall trockener und besser hin. Finde ich gut. Bei dem Teufel hingegen ist es so, dass wir da, ich sag mal, auch im Mittenbereich ein bisschen besser aufgestellt sind, gerade was die Stimmwiedergabe angeht. Und ich denke, auch aufgrund der Form des Teufel-Lautsprechers ist es so, dass die Klangwiedergabe, die Bühne einfach mal viel größer ist. Das ist einfach im Stereo-Effekt, dass wir es viel größer in den Raum wiedergegeben kriegen, als es jetzt bei dem schmäleren JBL Extreme 3 oder auch beim JBL Extreme 2 der Fall ist. Beim JBL Extreme 3 ist mir allerdings schön aufgefallen, dass die Höhen sehr differenziert, sehr klar und sehr fein auflösend abgegeben worden sind. Das hat der JBL Extreme 2 nicht ganz so drauf. Nachteil ist allerdings, wenn wir den JBL Extreme 3 mal schön hochjubeln, die Lautstärke oder so, dann werden die Höhen ein bisschen spitz, schon fast ein bisschen zu spitz. Da fängt es schon fast an, unangenehm zu werden. Aber das muss auf jeden Fall jeder für sich selbst entscheiden. Der eine findet es cool, der andere nicht so. Und bei der maximalen Lautstärke, da haben wir natürlich gemerkt, dass alle Lautsprecher in einer gewissen Art und Weise den Ton, die ganze Dynamik schön zusammen komprimieren. Der Bass wird weggenommen und man hört auch schon hier und da, haben wir schon leichte Verzerrungen drin, weil da einfach zu viel ist. Beim Teufel ist allerdings irgendwo noch ein bisschen mehr Bass vorhanden und irgendwo noch ein bisschen mehr Dynamik drin, als es jetzt bei den beiden JBL-Lautsprechern der Fall war. Schade, da hätte ich gedacht, der zieht der JBL dann doch mal am Teufel vorbei. War allerdings nicht so. Aber wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Auch was die maximale Lautstärke angeht, da hat der JBL Extreme 3 zugenommen. Und das reichlich. Der JBL Extreme 2 schafft mit Netzteil und ganz normalem Modus 99,5 Dezibel. Der JBL Extreme 3 hingegen schafft da schon 101,7 Dezibel. Nehmen wir jetzt den Low Frequency Mode, also den DSP ausgeschaltet und Netzteil, dann kommt der JBL Extreme 2 auf 107,7 Dezibel und der JBL Extreme 3 auf 110,7 Dezibel. Junge, das tut immer noch weh. Das hat mich richtig überrascht. Bei dem Teufel, der hat ja keinen Low Frequency Mode oder sowas, dort ist es auch egal, ob ich jetzt das Netzteil nehme oder den Akku nehme, der schafft 103 Dezibel. Also ist er im normalen Modus auch noch ein bisschen lauter, als es die beiden JBL-Lautsprecher sind. Aber wie gesagt, auch da kommen wir langsam in die richtige Richtung. Ich finde ja den JBL Extreme 3 den besseren Extreme-Lautsprecher. Man merkt wirklich, dass bei JBL sich jemand Gedanken gemacht hat, wie können wir den Lautsprecher denn tatsächlich noch verbessern. Das merkt man schon beim Tragegurt, der ist nochmal angefasst worden. Das fühlt sich ein bisschen hochwertiger an und fühlt sich auch beim Tragen ein bisschen komfortabler an. Dabei ist der Lautsprecher auch noch leichter geworden und der Klang ist auch nochmal überarbeitet worden. Da finde ich es gut, dass der Bass ein bisschen tiefer kommt, aber dass er auch ein bisschen trockener spielt, ein bisschen präziser spielt. Und in den Höhen, gut, das muss jeder selber wissen, aber das finde ich jetzt auch erstmal gar nicht so verkehrt. Wenn man mich jetzt fragt, was hat der JBL Extreme 2 denn jetzt noch für einen Vorteil? Nur noch den Preis. Ja, wenn der JBL Extreme 3 mal wieder zur Verfügung steht, dann kostet er um die 300 Euro, also 299,99 Euro. Und der JBL Extreme 2 liegt bei um die 199, aber ich habe ihn auch schon mal für 179 Euro gesehen. Ob jetzt die klanglichen oder die anderen Verbesserungen einem 100 Euro mehr wert sind, ja, diese Frage stelle ich euch doch direkt mal. Sagt mir mal, was haltet ihr von dem JBL Extreme 3 Lautsprecher? Ist er bei euch schon im Warenkorb und wartet nur noch, bis er geliefert werden kann? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zusehen, dass ihr so lange zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann kennt ihr das Spielchen, gebt ihr doch einfach einen Daumen nach oben oder lasst auch direkt ein Abo da. Das würde mich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bleibt mir gesund und munter und dann würde es mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dahin, euer Speaker Schocker. Tschüss.